Mit dem Wohnmobil in den Urlaub. Ja, das ist der Traum von ganz vielen Menschen. Und wir sind heute in Saarlouis. Das liegt so zwischen Luxemburg und Saarbrücken. Und hier ist Jürgen Jung. Ja, grüß dich, Jürgen. Ja, hallo Sven, guten Tag. Ja, Winterurlaub, das große Thema. Du bist unter anderem Sportler. Ja, das auch. Winterurlaub ist das große Thema. Warum nicht mal was anderes überlegen und auch im Winter jetzt eben mit dem Wohnmobil in den Süden fahren, nach Portugal an die Algarve oder unten nach Malaga oder nach Marbella an die spanische Mittelmeerküste, wo es auch jetzt in den Wintermonaten immer um 20 Grad am Tag ist. Ja, du bist ja so eine kleine Frostbeule, das heißt, den Winter, den magst du nicht so sehr. Und es gibt viele Menschen, die entfliehen dem Winter über mehrere Wochen. Die fahren nach Malaga, zum Beispiel jemand, der Sport treibt, aber jemand, der vielleicht mal 1-2 Wochen weg ist. Wenn ich mit dem Wohnmobil dahin fahre, wie lange dauert ungefähr die Anreise, wenn ich jetzt, es gemütlich angehen lasse? Ja, also die Anreise, ich spreche da von meinen persönlichen Werten, wenn ich jetzt durch Frankreich runterfahre bis nach Südportugal an die Algarve, nach Albufeira zum Beispiel, fahre ich ganz gemütlich 3 Tage. Okay, das heißt, du machst immer wieder Pausen. Du fährst ungefähr wie viele Stunden am Tag? Ja, das kommt immer drauf an. Wohnmobilfahren bedeutet ja, die Fahrt ist bereits der Urlaub und die Reise und man fährt im Prinzip immer nur so lange, wie man möchte. Also ich fahre immer vor allen Dingen keine Autobahnen, die Gebühren kosten, sondern immer nur mautfreie Autobahnen durch Frankreich durch. Fahre dann meistens irgendwo die erste Tour bis nach Tours. Dann die zweite Fahrt runter bis an die spanische Grenze und dann die dritte Fahrt entsprechend runter bis nach Portugal an die Algarve. Ja. Da gibt es eine richtige Fangemeinde. Es gibt dort Campingplätze, die sind das ganze Jahr geöffnet? Genau, das sind Campingplätze und Stellplätze, sind speziell für hauptsächlich Deutsche oder Mitteleuropäer das ganze Jahr geöffnet. Man spricht Deutsch da unten. Man kann wunderschön leben auf den Plätzen. Es ist nicht überlaufen im Moment. Die Geschäfte sind alle zu da? Die Geschäfte sind nicht alle zu. Die Geschäfte sind alle offen, weil die Leute sich mittlerweile eingestellt haben auf die Camper, auf die Wohnmobilfahrer, die kommen. Man hat halt traumhafte Temperaturen, man kann Fahrrad fahren. Und der Grund ist halt auch, wie bei mir zum Beispiel, jetzt auch wieder diesen Winter, man kann halt unten traumhaft auch trainieren, Sport treiben, gerade in meinem Fall Triathlon trainieren, Laufen und Radfahren bei super Temperaturen und man kann kurz Rad fahren. Ja, das Schöne ist, jetzt haben wir ja gerade November, es ist Ende November und selbst hier haben wir Temperaturen zwischen, 16 und 24 Grad, meistens so um die 20, 21 frühlingshaft. Ja, also die Temperaturen sind schön, angenehm zum Sporttreiben, angenehm zum Fahrradfahren, frühlingshafte Temperaturen. Man kann wirklich sehr schön am Tag in kurzen Hosen laufen und mit kurzen T-Shirts laufen. Abends wird es dann ein bisschen frisch, dann muss man halt mal ein West anziehen, aber es wird in keinem Fall kalt. Das ist wichtig. Ja, es gibt ganz viele verschiedene Typen, da haben wir ganz viele Videos, die verlinken wir einfach mal. Also es gibt Family-Autos, es gibt Leute, die brauchen Autos mit viel Platz, es gibt auch diese Kastenwagen, die es gibt. Ihr habt alles da, oder? Wir haben alles in der Vermietung, genau, und auch speziell jetzt für den Winter, wenn jemand da runterfahren möchte, wie gesagt in den Süden und da mehrere Wochen jetzt über den Winter bleiben möchte oder Weihnachten, Neujahr, 3 Wochen, wie ich es mache zum Beispiel, bieten wir auch ganz spezielle Konditionen an, jetzt eben Langfahrer- und Winterrabatte und Winterpreise, sodass man eben da einen sehr schönen anderen Urlaub mal in der Sonne auch mal verbringen kann, auch mal über Weihnachten, auch mal über Silvester. Wobei da unten sehr schöne Feuerwerke gerade in Portugal sind. Die Portugiesen sind sehr ambitioniert, was Feuerwerk angeht. Und ich habe vor 2 Jahren das schönste Feuerwerk überhaupt meines Lebens in Albufeira gesehen. Was da abgegangen ist über eine Stunde, das war schon traumhaft. Ja, wie gesagt, hier stehen sie alle. Die sind im Sommer so gut wie immer auch vermietet. Ja. Hier vorne sind ganz neue Moveos, kurz, klein und so weiter und so fort. Ihr könnt die also so zulassen, wie der Kunde die praktisch dann nimmt. Und du kamst auf die Idee, weil du bist ganz oft da unten, muss man sagen, ja? Genau, also die Idee war die gewesen, weil ich sowieso jedes Jahr da runterfahre und das halt eben als toll finde, eben mal einen anderen Urlaub zu machen, in der Ruhe, mal andere Weihnachten zu machen, nicht dieser Kaufstress, diese permanente Druck, den man hier in Deutschland hat, sondern einfach mal entspannt unten Silvester und Weihnachten zu verbringen, mal noch eine Woche dran zu hängen und dann eben schön bei guten Temperaturen eben und warmen Temperaturen eben mal diese Zeit verbringen. Und es kommt ja noch hinzu, wenn man das jetzt in der Presse auch
im Fernsehen mitbekommt, die Pleiten der deutschen Reiseunternehmen wie Thomas Cook zum Beispiel. Man weiß ja nicht mehr, wenn man heute eine Flugreise bucht, ob man morgen noch fliegen darf. Das hat man hier einfach nicht. Man bucht ein Auto, man bekommt eine Einweisung, eine ausgiebige, und man kann losfahren und man hat ab dem ersten Moment schon einen Urlaub. So ist es ja. Wir gehen mal kurz hier rein. Etrusco ist eine Marke, die habt ihr in der Vermietung. Hier vorne haben wir einen. Das ist ja schon, ich sag mal so, die Königsklasse so ein bisschen bei euch. Ja, also das ist eine Marke in der Vermietung. Die verkaufen wir natürlich auch. Das ist jetzt ein voll integriertes Fahrzeug. Das sind wir gerade am Fertigmachen. Das geht auch dieses Jahr runter eben nach Südspanien. Wir gehen mal kurz hier rein. Also so gemütlich kann Urlaub sein. Denn hier habe ich eine richtige Küche mit drin. Ich habe hier hinten ein richtiges Doppelbett. Da kann sogar noch mal jemand rein. Und ich habe hier vorne noch ein richtig großes Hubbett. Das kann ich runter machen. Und dort können die Leute also bequem schlafen. Das heißt, ich kann also hier locker mal mit 4 Personen da runterfahren und habe überhaupt keine Platzangst. Ich habe auch noch eine Markise, die kann ich ausfahren, ist alles mit drum und dran. Camping, klär mich mal auf. Jemand, der noch nie Camping gemacht hat und jetzt so ein großes Fahrzeug, das kann ich ja fahren mit einem ganz normalen Pkw-Führerschein. Genau, diese Fahrzeuge selbst, diese voll integrierten hier, kann man ganz normal fahren mit dem 3,5, also mit dem Führerschein, wo man einen Pkw mitfahren kann. Die Fahrzeuge sind bei uns immer komplett ausgestattet. Die haben auf jeden Fall immer eine Markise dran. Sie haben immer einen Radträger dran oder eine große Garage mit dem innenliegenden Radträger, wie in dem Fahrzeug jetzt hier. Und haben immer ein Navigationssystem und haben immer Rückfahrkamera. Und dann die Luxusklasse, wie das, wo wir uns jetzt im Moment drin befinden, hat dann auch noch eine Raumklimaanlage zusätzlich und hat eben andere Features eben noch zusätzlich drin. Da kann ich auch überall meine Sachen dann verstauen. Ich habe einen großen Kühlschrank wie zu Hause, habe ich hier mit drin. Ich habe eine Dusche mit drin. Das zeige ich auch mal gerade. Also wie gesagt, der wird gerade fertig gemacht. Werden noch ein paar Sachen eingebaut. Denn automatische Sattanlage ist ganz wichtig. Vielleicht will der ein oder andere dann doch mal Fernsehen gucken. So abends mal die Tagesschau und so. Genau, das per ist Satellit. alles problemlos möglich da unten. So ist es. Ja, Jürgen, wenn ich das Ganze jetzt machen möchte und ich habe Interesse, das Einfachste ist, ruf dich einfach mal an. Das heißt, du kannst ein paar Tipps geben. Das heißt, du kannst doch Tipps geben, auf welche Stellplätze. Genau, also am einfachsten und am schnellsten ist halt einfach anrufen, nach mir fragen und dann können wir das Ganze besprechen. Ich kann den Tipp geben, welche Stellplätze besonders schön sind, auch von der Lage her, direkt am Strand, welche günstig sind. Man geht im Moment davon aus, dass man da unten einen Stellplatz hat um die 10 Euro mit Strom und Wasser. Am Tag, genau. Also man sieht, das ist sehr, sehr günstig und man kann eben so einen sehr, sehr schönen Urlaub da unten verbringen bei angenehmen, frühlingshaften Temperaturen. Ja, es interessiert die Leute vielleicht noch, was zahle ich für das Wohnmobil? Wo geht es da los am Tag? Ja, im Moment gehen die Preise so ungefähr bei 70, 75 Euro los im Winter und dann muss man halt immer sehen, wie lange jemand fahren will. Da gibt es halt die langen Mieter. Rabatte halt entsprechend, da müsste man dann gezielt schauen, wenn man mit mir telefoniert. Das heißt, ich kann so 1500 Euro mal für 2-3 Wochen, da komme ich mit hin? Ja, genau. Okay. Wenn ich das Wohnmobil zurückgebe, kommen da noch Kosten auf mich zu, Reinigung? Also die Innenreinigung müsste man selbst machen, wenn man es haben möchte. Oder man sagt, ich habe da keinen Bock drauf, die Innenreinigung zu machen, dann würden wir es übernehmen. Das wäre bei dem großen Fahrzeug jetzt hier 140 Euro. Okay, bei dem ganz großen. Bei den kleinen ist es dann günstiger. Genau. Ja, die Außenreinigung, die Chemie, die Kabel, alles das, was man zum Betrieb der Fahrzeuge braucht, während des Urlaubs, ist alles im Reisepreisbereich inkludiert. Ja, es ist so, das sind große Fahrzeuge. Wenn ich nur einen Pkw fahre, ist das eine Umgewöhnung. Da gewöhnt man sich schnell dran. Ja, also ich sag mal so, über die Autobahn fahren ist es kein Problem. Wenn man in engere Stellen fährt, muss man halt ein bisschen mal achten drauf. Der Beifahrer mal rausschicken, wenn man zurückfährt am Anfang, damit man ein bisschen Gefühl dafür bekommt. Aber ansonsten lernt man das sehr schnell. Genau, die haben also richtig Komfort wie zu Hause. Wenn ich jetzt doch mal da einen Unfall bauen würde oder bin in einem Unfall verwickelt, haben denn die Fahrzeuge auch eine Vollkaskoversicherung? Ja, also die Fahrzeuge sind in der Vermietung immer vollkaskoversichert mit 1500 Euro Selbstbeteiligung. Das wäre dann das, was man letztendlich selbst bezahlen müsste, wenn man es dann schuld wäre. Es gibt aber die Möglichkeit, auch diesen Betrag wieder abzusichern über eine zusätzliche Versicherung. Auch da würden wir dann entsprechend im Einzelfall gerne drüber beraten, wenn wir telefonieren. Das liegt ungefähr bei wie viel am Tag? Das sind so ungefähr 8 Euro am Tag, 8, 9 Euro am Tag und dann kann man das auch nochmal absichern.
empfiehlt sich schon. Also wenn man so gerade Anfänger ist und hat das noch nie gemacht, vielleicht macht man das. Ja, also es ist schon zu empfehlen, gerade wenn man noch Kinder vielleicht mitnimmt, dass vielleicht mal das eine oder andere noch in so einem Wohnmobil kaputt gehen kann, ist ja auch klar. Das ist alles mit abgesichert dann in der Zusatzversicherung. Ja, und dann könnte demnächst, ja, wenn du mal so lieb bist, mal so einen Sitz mal nochmal hochstellst, wir haben das U-Bett ja gerade runtergemacht, dann könnte demnächst ihr lachendes Gesicht so sein wie beim Jürgen Jung. Der dreht mal gerade den Sitz. Wie gesagt, wir bauen hier gerade um. Und das Schöne ist nämlich, man kann hier die beiden Fahrersitze zwar während der Fahrt nach vorne drehen, aber man macht hier einfach hier dran und dann hat der Urlaub praktisch schon begonnen. Das Coole am Wohnmobil gegenüber dem Wohnwagen ist, ich komme an und bin gleich da. Das heißt, ich muss nicht im Wohnwagen abkoppeln, muss nicht irgendwas machen, gerade wenn ich mehrere Tage unterwegs bin. Das heißt also, wenn ich reise von Ort zu Ort zu Ort zu Ort, ist das schon viel bequemer und man kann wirklich überall stehen. Also du kannst mit dem Wohnmobil im Prinzip überall stehen. Es gibt halt die normalen Parkplätze, Stellplätze, wo man halt an den Autobahnen und an den Hauptverkehrsstraßen überall stehen kann für eine Nacht zum Schlafen. Man braucht nicht groß was aufzubauen. Man bleibt stehen, verschließt die Türen, aus Sicherheitsgründen natürlich. Und dann kann man sich in ein Bett legen und schlafen. Oder man schaut Fernsehen. Oder man geht noch spazieren. Oder man fährt eine Runde Fahrrad. Oder man geht noch laufen. Das ist ja das Schöne, warum ich es auch nutze. Ich kann jeden Tag mein Training machen, egal wo ich mich befinde, entsprechend meinem Trainingsplan und habe halt noch tolle Temperaturen dabei. Hast du jemals das Gefühl gehabt von Angst da unten da in Spanien, Portugal, wenn du da im Winter unten warst? Gab es da irgendwelche Bedrohungen jemals? Weil gibt es da Leute, die reden darüber? Nein, also Portugal zum Beispiel ist sehr, sehr sicher. Da gibt es auch ganz geringe Kriminalität nur unten an der Algarve. Ich habe auch noch nie irgendwo gesehen und gehört, dass es da irgendwelche Schwierigkeiten gab. In Spanien im Prinzip vielleicht nicht ganz so sicher, aber trotzdem auf diesen Hauptplätzen ist man total. Man steht ja auf Stellplätzen mit vielen anderen zusammen. Mit vielen anderen zusammen, die sind videoüberwacht. Also da habe ich noch nie gehört, dass da groß was passiert ist. Ja, ich auch noch nie. Also ich bin wirklich viel unterwegs. Also das da nochmal den Leuten die Angst zu nehmen. Also ich sag mal, wenn ich natürlich auf einer belebten Autobahn im Sommer in Frankreich übernachte, da habe ich schon Sachen gehört. Ja, aber das tut man ja auch nicht. Genau, also das sollte man nicht. Ich sage immer, die erste Sicherheit ist immer da, zu schauen, wo man steht. Und wenn man da steht, wo viele andere Wohnmobilisten stehen, auf beleuchteten öffentlichen Parkplätzen und nicht irgendwo am Waldrand, wo keine Menschenseele ist, dann kann auch nichts passieren normalerweise. Wo findet man dich? Ja, man findet uns hier in Saarlouis in der Industriestraße 3 oder ganz einfach schauen unter wohnmobile-saarland.de. Ja, das Ganze, man kann auch erstmal anrufen, ich kann auch einfach mal hier vorbeikommen. Lohnt es sich, einen Termin zu machen? Ja, also sinnvoll ist jetzt gerade die Wintermonate einen Termin zu machen, dass wir auch wirklich da sind. Also ich meine, da sind wir sowieso, aber nicht gerade vielleicht andere administrative Arbeiten machen. Deswegen am besten zuerst anrufen, kurz einen Termin abstimmen und dann können wir alles schauen. Wie ist da die Vegetation? Wie ist das vorzustellen? Ist da noch Grün auf den Bäumen? Ja, es ist grün, es ist so wie bei uns im Frühling. Also man kann es sich vorstellen wie bei uns im Frühling. Man hat Temperaturen um die 20 Grad im Sommer, wenn man in der Sonne am Kaffee sitzt und einen Cappuccino trinkt am Strand. Es ist so wie bei uns im Frühling. Wie gesagt, abends muss man halt mal einen West anziehen, da wird es ein bisschen frisch, aber am Tag über, es kann auch mal regnen, 1-2 Stunden, ja, aber überwiegend ist immer schönes Wetter. Ja, und das heißt, ich kann auch abends weggehen, die Restaurants sind auch offen, die haben es darauf eingestellt. Genau, die Restaurants sind alle offen, man sitzt draußen, da findet nichts in den Restaurants statt, auch wenn man abends essen geht, man sitzt draußen, man kann bequem draußen sitzen, die haben dann solche schwedischen Heizstrahler aufstellen, so schwedische Gardinen. Nicht schwedische Gardinen, aber ich finde das richtige Wort jetzt nicht. Ja, ich weiß ja, diese Gasstrahler, die warm machen. Die warm machen noch, sodass da keiner... Die Gaspilze. Genau. Sodass keiner da frieren muss. Also das ist ja auch abends sehr angenehm. Also von daher alles gut. Ja, vielen Dank Jürgen Jung. Wenn Sie Lust haben, wohnmobile-saarland.de. Der Jürgen ist sehr zuverlässig und auch ein ganz netter, aber das ganze Team besteht mittlerweile aus ganz, ganz vielen Leuten, die ihr da habt. Ja, ihr kümmert euch drum. Wie viele Vermietungen macht ihr ungefähr im Jahr? Das sind 100, oder? Ja, mehr wie 100. Nee, wirklich, ihr seid da ziemlich groß. Ihr habt einen ganz großen Fahrzeugbestand, im Regel so um die 30 Autos. Das ist im Winter ein bisschen weniger, aber ich sag mal im Sommer auch ein bisschen mehr. Aber ihr habt jetzt viele Autos, die natürlich abgemeldet sind. Und da kamst du auf die Idee, hast gesagt, hey, fahrt doch mal in die Algarve. Ich glaube, also die da waren, kommen immer wieder, oder? Ja, erstens mal das. Und es ist halt auch die Idee, wir sprechen ja die ganze Zeit drüber, ich fahre runter, um eben unten Training zu machen. Vielleicht ist der eine oder andere auch da, der Triathlet ist
Und ich könnte mir also auch sehr gut vorstellen, dass man da zusammen ein bisschen trainieren kann mit gleich starken Leuten bei schönen Temperaturen und abends ein Glas Wein zusammen trinkt oder ein Glas Sprudel, je nachdem, was man dann möchte. Das war so die Idee und der Gedanke bei der ganzen Geschichte. Ja. Tschüss, danke.